Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man eine Kurvendiskussion an erweiterten E-Funktionen durchführen kann. Los geht's! In den schriftlichen Abiturprüfungen der letzten Jahre kam häufig eine Funktion von diesem Typ vor. Schauen wir mal, wie sich diese Funktion zusammensetzt. Wir haben hier eine ganz rationale Funktion in der Klammer, und zwar ist das eine lineare Funktion in diesem Fall, dann multipliziert mit einer E-Funktion. Ein solches Produkt aus einer ganz rationalen Funktion mit einer E-Funktion nennt man eine erweiterte E-Funktion. Wenn man an solchen Funktionen eine Kurvendiskussion machen möchte, gibt es ein paar Dinge zu beachten, die möchte ich euch jetzt zeigen. Zuerst wollen wir die Nullstellen berechnen. Zum Nullstellen berechnen muss man ja die Funktion gleich 0 setzen. Wir nehmen unsere Funktion, setzen sie gleich 0. Jetzt schauen wir, wie wir diese Gleichung nach x lösen können. Wir haben ein Produkt. Dieses Produkt soll 0 ergeben. In solchen Fällen empfiehlt es sich, mit dem Satz vom Nullprodukt zu arbeiten. Der besagt, ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Beispiel: 0 mal 7 ergibt natürlich 0. Oder 7 mal 0 ergibt ebenfalls 0. Also einer der beiden Faktoren muss 0 sein, dann ist auch das Produkt 0. Jetzt übertragen wir dies auf unsere Funktion. Diese Gleichung ist erfüllt, wenn entweder die Klammer 0 ist oder die E-Funktion. Also wann ist die Klammer gleich 0? Wir schreiben es uns raus, 25x plus 50 soll 0 ergeben. Das können wir leicht nach x umstellen, bringen die 50 auf die andere Seite, teilen durch 25 und bekommen die Lösung x1 gleich minus 2. Jetzt schauen wir uns den anderen Faktor an. Wann ist der 0? Die E-Funktion ist niemals 0. E-Funktionen haben grundsätzlich keine Nullstellen. Denken wir an den Graphen der E-Funktion. Wie sieht er aus? Die Funktion e hoch x startet knapp oberhalb der x-Achse, hat keine Nullstelle, steigt einfach nur kontinuierlich an. Auch die Funktion e hoch minus x fällt einfach nur ab, nähert sich der x-Achse asymptotisch, aber wird niemals 0, hat keine Nullstellen. Das ist immer so bei einer E-Funktion, ganz egal, was hier oben im Exponent steht. So dass unsere Funktion nur eine einzige Nullstelle hat, nämlich bei x gleich minus 2. Gehen wir weiter zu den Extrempunkten. Um Extrempunkte zu berechnen, muss man ja die erste Ableitung gleich 0 setzen. Dazu müssen wir zunächst die erste Ableitung berechnen. Wir nehmen unsere Funktion f und leiten die einmal ab. Wie können wir das tun? Wir sehen, dass wir hier ein Produkt haben. Vor dem Mal steht was mit x, hinter dem Mal steht etwas mit x, also brauchen wir die Produktregel. f' ist u' mal v plus u mal v'. Was ist u und v in unserer Funktion? U ist der Faktor vor dem Mal, v ist der Faktor hinter dem Mal. Zur besseren Übersichtlichkeit schreibe ich mir hier nochmal raus, was u ist und was v ist und bilden hiervon die Ableitung. U' ist 25. Und um v abzuleiten, benötigen wir hier nochmal die Kettenregel, denn im Exponent der E-Funktion steht mehr als nur ein x. Also müssen wir diese innere Funktion noch einmal ableiten. Das gibt einen Faktor minus 0,1 vor der E-Funktion. Nun haben wir alle 4 Bausteine zusammen, die wir in die Produktregel einsetzen können. U' mal v plus u mal v'. Hierbei ist es wichtig, dass wir auf die korrekte Klammernsetzung achten. In dieser Klammer steht unser u. Das muss eingeklammert werden, weil wir ja die gesamte Summe, dieses u, multiplizieren möchten mit dem v'. Und diese minus 0,1 muss eingeklammert werden, weil es eine Multiplikation mit einem negativen Faktor ist. Als nächstes wollen wir diese beiden Klammern ausmultiplizieren. 25x mal minus 0,1 gibt minus 2,5x. 50 mal minus 0,1 gibt minus 5. Als nächstes sehen wir, dass in dieser Summe in beiden Summanden die gleiche E-Funktion vorhanden ist, sodass wir sie aus dieser Summe ausklammern können.
Hier steht die e-Funktion ausgeklammert und in der Klammer bleibt übrig von hier die 25, von hier minus 2,5x, von hier minus 5. Nun können wir diese beiden Werte noch zusammenzählen, gibt 20 minus 2,5x mal die e-Funktion. Das ist unsere erste Ableitung. Und die verwenden wir jetzt, um damit die Extrempunkte zu berechnen. Die notwendige Bedingung lautet, die erste Ableitung muss gleich 0 sein. Wie lösen wir diese Gleichung? Wissen wir schon, wir haben hier wieder ein Produkt, das soll 0 sein, also nehmen wir den Satz vom Nullprodukt wieder. Der erste Faktor ist 0, wenn gilt 20 minus 2,5x gleich 0. Das können wir leicht nach x umstellen, bekommen x gleich 8. Und der zweite Faktor, die e-Funktion, ist wie bekannt nie 0. Also haben wir nur ein x gefunden, an dieser Stelle muss unser Extrempunkt liegen. Um einen Punkt zu berechnen, brauchen wir noch eine y-Koordinate. Dazu setzen wir x gleich 8 in die Originalfunktion f ein und bekommen y gleich 112,3. Damit lautet unser Extrempunkt 8 Stab 112,3. Nun wollen wir natürlich noch wissen, ob es sich um einen Hochpunkt oder Tiefpunkt handelt. Dazu brauchen wir die zweite Ableitung. In die setzen wir die 8 ein und können entscheiden, ob es ein Tiefpunkt, Hochpunkt oder ein Sattelpunkt wird. Zunächst müssen wir die zweite Ableitung noch berechnen. Dazu nehmen wir uns die erste Ableitung und leiten sie nochmals ab. Wie geht das? Wir haben hier ein Produkt. Vor dem Mal ist was mit x, hinter dem Mal ist was mit x, also brauchen wir wieder die Produktregel. Hier habe ich die beiden Komponenten rausgeschrieben. Die Ableitung davon ist wieder minus 0,25 von u. Und beim Ableiten von v brauchen wir erneut die Kettenregel mit einem Vorfaktor minus 0,1. Setzen wir alles zusammen. Und achten auch hier wieder auf die korrekte Klammersetzung. Ihr merkt schon, es sieht genau so aus wie bei der Berechnung der Nullstellen der ersten Ableitung. Es ist auch nichts anderes, denn es hat ja die gleiche Struktur. Wir multiplizieren die beiden Klammern aus, gibt minus 2 plus 0,25x, klammern die gemeinsame e-Funktion aus. In der Klammer bleibt stehen von hier minus 2,5, von hier minus 2 gibt minus 4,5. Dann bleibt noch in der Klammer die plus 0,25x übrig und damit haben wir hier die zweite Ableitung. Um die Art unseres Extrempunkts zu überprüfen, müssen wir ja in die zweite Ableitung den Wert 8 einsetzen. Das ergibt einen negativen Wert. Die Zahl selbst spielt keine Rolle. Wir wollen nur wissen, dass sie negativ ist und damit folgt, dass wir einen Hochpunkt bekommen. Unser Hochpunkt liegt also bei 8 Stab 112,3. Im nächsten Schritt berechnen wir die Wendepunkte. Dazu müssen wir die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Die zweite Ableitung haben wir bereits berechnet. Hier steht sie nochmal. Die setzen wir jetzt gleich 0 und können wieder den Satz vom Nullprodukt anwenden. Der funktioniert immer bei diesen erweiterten e-Funktionen. Das ist das Schöne an diesem Satz vom Nullprodukt. Also wir schauen wieder, wann ist der erste Faktor 0. Das ist der Fall bei x gleich 18. Und wann ist der zweite Faktor 0? Nie, denn die e-Funktion wird nicht 0. Wir berechnen für den Wendepunkt die y-Koordinate, indem wir x gleich 18 in die ursprüngliche Funktion f von x einsetzen und erhalten y gleich 82,6. Damit liegt unser Wendepunkt bei 18 Stab 82,6. Wir prüfen noch mit der hinreichenden Bedingung, ob es ein Links-Rechts- oder Rechts-Links-Wendepunkt ist. Dazu setzen wir 18 in die dritte Ableitung ein. Die rechne ich jetzt nicht mehr vor, denn ihr wisst ja schon, wie es geht. Wir stellen nur fest, die dritte Ableitung ist positiv, also haben wir einen Rechts-Links-Wendepunkt. Was gehört noch zu einer Kurvendiskussion? Das Grenzverhalten für x gegen unendlich. Also wie verhält sich der Graph auf der rechten Seite, wenn das x immer größer wird? Dazu schauen wir uns die ursprüngliche Funktion f von x mal genau an, woraus sie besteht.
Wir haben hier einen Faktor in der Klammer, der ein lineares Wachstum beschreibt. Wenn das x immer größer wird, steigt dieser Term also linear an und geht gegen unendlich. Er wird linear immer größer. Der zweite Faktor ist eine e-Funktion mit negativem Exponent, also eine Zerfallsfunktion. Hier haben wir einen exponentiellen Zerfall und die e-Funktion geht für große Werte von x gegen 0. Nun ist die Frage, was passiert mit dem Produkt, wenn wir also einen Term, der immer größer wird, multiplizieren mit einem zweiten Term, der immer kleiner wird. Wer gewinnt hier? Und da ist es so, die e-Funktion gewinnt immer. Man sagt, die e-Funktion mit negativem Exponent, also mit einem negativen Zerfall, geht stärker gegen 0 als jede Potenzfunktion und damit geht das gesamte Produkt gegen 0. Diese Begründung ist meistens gefragt bei diesem Aufgabentyp. Man kann das Ergebnis professionell folgendermaßen aufschreiben. Der Limes für x gegen unendlich, also für große x-Werte, von unserer Funktion ist gleich 0. Der Limes ist gleich 0. Nicht die Funktion selbst, die wird ja nicht 0, aber der Grenzwert dieser Funktion ist die 0. Nun wollen wir natürlich noch den Graphen dieser Funktion sehen. Wir tragen alle Punkte ein, die wir bisher berechnet haben. Die Nullstelle bei -2, den Hochpunkt bei 112, den Wendepunkt bei 18 Stab 82,6. Man sieht auch, dass wir hier am Wendepunkt das größte Gefälle haben. Das ist das typische Kennzeichen eines Wendepunkts. Am Wendepunkt hat man immer die größte Steigung oder das größte Gefälle. Auf der rechten Seite nimmt die Steigung dann immer weiter ab und der Graph nähert sich der x-Achse, so wie wir eben das Grenzverhalten für x gegen unendlich berechnet haben, nähert sich die Funktion hier dem Wert y gleich 0, ohne den Wert jemals ganz zu erreichen. Gut, stellen wir uns zum Schluss noch eine weitergehende Frage. Für welches x kommt ein y-Wert von 50 heraus? Wir geben also einen y-Wert 50 vor und schauen, welcher x-Wert gehört dazu. Um diese Fragestellung zu lösen, muss man folgende Gleichung lösen. Wir haben hier unsere Funktion f von x, die muss gleich 50 sein. Hier haben wir jetzt nicht mehr den Fall, dass wir eine 0 stehen haben, sodass wir nicht mehr den Satz vom Nullprodukt verwenden können, sondern irgendeinen anderen Wert. Dieses Problem zu lösen ist nicht ganz einfach, deswegen gibt es die Antwort im nächsten Video. Das heißt Gleichungen mit erweiterter e-Funktion lösen, das ich euch empfehlen kann. Macht's gut für heute. Tschüss.